Das ist ein IWI 5000 und das ist ein Aerophone AE10. Beides sind elektronische Blasinstrumente, beide kosten ungefähr gleich viel und beide werden von renommierten Herstellern produziert. Das IWI 5000 von Akai und das Aerophone AE10 von Roland. Wenn du dich jetzt aber entscheiden musst zwischen dem IWI 5000 und dem Aerophone AE10, dann sind wahrscheinlich weniger die Gemeinsamkeiten entscheidend, sondern die Unterschiede. Und deshalb präsentiere ich dir in diesem Video 3 Unterschiede, die das IWI 5000 und das Aerophone AE10 unterscheiden. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph und auf diesem YouTube-Kanal beschäftige ich mich mit elektronischen Blasinstrumenten. Wenn du das Thema interessant findest, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Heute geht es um den Unterschied oder um 3 Unterschiede besser gesagt zwischen dem Aerophone AE10 und dem IWI 5000. Das Aerophone AE10 hat ein Saxophon-ähnliches Mundstück mit dieser Schnabelform und einem Kunststoffrohrblatt. Das Kunststoffrohrblatt muss aber beim Aerophone nicht zum Schwingen gebracht werden. Es dient nur dazu, dass der Bisssensor im Mundstück erkennt, ob ich stärker auf das Mundstück beiße oder weniger stark. Und somit kann man zum Beispiel das Vibrato steuern oder eine leichte Tonhöhenänderung nach oben oder nach unten. Wenn du Klarinette oder Saxophon spielst, wirst du dich relativ gut wahrscheinlich damit zurechtfinden. Mir ging es auf jeden Fall so und ich spiele in meiner Freizeit Klarinette und Saxophon. Aber ich muss dazu auch sagen, das Gefühl ist trotzdem anders, weil das Blatt nicht schwingt, weil das Instrument anders reagiert als eben eine tatsächliche Klarinette oder ein richtiges Saxophon, muss man sich trotzdem ein wenig darauf einstellen. Wenn du nicht Klarinette oder Saxophon spielst, dann kannst du unbeschwert daran herangehen, aber es könnte sein, dass es dir vielleicht etwas schwerfällt, weil es doch eine ganz bestimmte Art von Mundstück ist. Das Mundstück beim IWI 5000 hat eine neutralere Form. Es ist aus einem gummiartigen Material. Es ähnelt etwas einem Radiergummi. Ich habe einen mitgebracht. Man sieht die Ähnlichkeit auch vom Material her. Es ist eine gummiartige Substanz, dieses Mundstück. Und es hat dann eine Öffnung, einen Schlitz, wo man die Luft reinbläst. Das IWI 5000 Mundstück hat ebenfalls einen Bisssensor integriert. Das heißt, das Instrument erkennt, wie stark du auf das Mundstück beißt mit den Zähnen und dadurch kannst du die Tonhöhe etwas steuern, nach oben oder nach unten oder auch ein Vibrato erzeugen. Wenn du weder Klarinette noch Saxophon spielst, dann kommst du möglicherweise mit dem Mundstück des IWI 5000 besser zurecht, weil du einfach in dieses Mundstück reinblasen kannst. Beim Aerophone AE10 musst du tatsächlich darauf achten, dass du einen ähnlichen Ansatz hast wie beim Saxophon oder bei der Klarinette, damit dir die Luft nicht auf der Seite des Mundstücks vorbeiströmt. Und das Problem hast du bei diesem Mundstück hier beim IWI 5000 sicher nicht. Ich persönlich bevorzuge das Mundstück beim Aerophone AE10, wahrscheinlich weil ich eben Klarinette spiele. Außerdem ist beim IWI 5000 diese gummiartige Substanz, die an ein Radiergummi erinnert, nicht wirklich angenehm im Mund, finde ich. Man kann aber beide Mundstücke demontieren und ich habe gelesen, dass man beide auch in den Geschirrspüler stellen darf. Das habe ich mich bisher noch nicht getraut. Ich würde aber sagen, wenn dieses Video 50 Likes erhält, dann mache ich das, dann montiere ich die Mundstücke ab, stelle sie in den Geschirrspüler und mache ein Video dazu. Ein zweiter Unterschied, den man sofort bemerkt, wenn man das IWI 5000 in die Hand nimmt und dann das Aerophone AE10, ist die unterschiedliche Herangehensweise bei den Tasten. Das IWI 5000 hat berührungsempfindliche Tasten und das Aerophone AE10 hat mechanische Tasten. Beim Aerophone AE10 hört man es auch sehr gut, wenn ich die Tasten drücke. Beim IWI 5000 hörst du nichts.
Das sind alles starre Knöpfe, die sich keinen Zentimeter, keinen Millimeter bewegen, sondern nur auf die Berührung reagieren. Bei den berührungsempfindlichen Tasten des IBI 5000 ist es möglich, dass das Instrument, wenn du trockene Hände hast oder wenn du schweißige Hände hast, nicht mehr richtig reagiert. Man kann das zwar verhindern mit Handcreme, zum Beispiel gegen trockene Hände, aber das ist ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, dass die berührungsempfindlichen Tasten technisch anfälliger sind aus meiner Sicht als die mechanischen Tasten beim Aerophone AE10. Man muss sich auch ein wenig daran gewöhnen, dass man sehr präzise drücken muss. Das heißt, wenn ich aus Versehen eine Taste berühre, auch nur leicht, dann reagiert das Instrument sofort darauf mit einer Tonänderung. Wenn ich beim Aerophone AE10 die mechanische Taste berühre, geschieht noch nichts. Also ich kann etwas unsauberer greifen und es passiert einfach noch nichts. Beim IBI 5000 hat das bereits eine Tonänderung zur Folge. Und daran muss man sich sicher gewöhnen. Ich finde es aber auch eine Herausforderung. Das zwingt einem nämlich sehr präzise zu greifen. Abgesehen von der Frage berührungsempfindliche Tasten oder mechanische Tasten ist natürlich auch das Tastenlayout bei den zwei Instrumenten unterschiedlich. Ich bin mit dem Layout der Tasten beim IBI 5000 sehr schnell gut zurechtgekommen, weil ich eben auch Klarinette spiele. Ich habe schon gehört, dass vor allem diese unteren drei Tasten Probleme bereiten, weil sie nicht so angeordnet sind, wie das einige möchten. Man kann aber bei diesen Tasten die Position leicht verändern. Du siehst, es hat Schrauben, die du lösen kannst, und dann kannst du die Tasten nach oben oder nach unten leicht drehen bzw. verschieben. Beim Aerophone AE10 ist die Tastenanordnung identisch mit der Anordnung beim Saxophon. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es nicht ganz stimmt aus meiner Sicht, weil die Tasten sind zwar grundsätzlich ungefähr an derselben Stelle angeordnet wie beim Saxophon, aber gerade jetzt beispielsweise diese seitlichen Tasten sind an einem anderen Ort als bei meinem Altsaxophon die seitlichen Klappen. Das heißt, wenn ich vom Altsaxophon auf das Aerophone AE10 umsteige, dann ist die Chance relativ groß, dass ich mich hier auf der Seite vergreife, weil ich einfach eine andere Handbewegung gewohnt bin vom Saxophon. Man muss sich also dennoch ein wenig umstellen, auch wenn man Saxophon spielt. Womit ich ebenfalls etwas Mühe habe, ist mit der Breite des Instruments. Ich habe nicht besonders große Hände und auf dieser Seite geschieht es manchmal, dass ich die seitlichen Knöpfe aus Versehen drücke, weil das Instrument einfach so breit ist und meine Hand zu klein. Im Zusammenhang mit dem Tastenlayout ist auch ein entscheidender Unterschied zwischen dem Aerophone AE10 und dem IBI 5000, wie man die Oktaven verändert. Der Oktavwechsel beim Aerophone AE10 ist relativ unspektakulär gelöst. Es gibt nämlich auf der Rückseite bei der Daumenposition oberhalb und unterhalb je 2 Oktavknöpfe. Ich habe grundsätzlich damit keine Probleme, wenn ich nur eine Oktave wechseln muss. Manchmal kämpfe ich aber etwas damit, wenn ich 2 Oktaven verändere oder über mehrere Oktaven springen muss, dass ich nicht mehr weiß, welchen Knopf ich jetzt eigentlich gerade drücke oder welchen ich drücken müsste, damit ich die richtige Oktave erwische. Es sind zwar nur 4 so Oktavknöpfe, aber im Vergleich zum Saxophon, wo es einfach eine Oktavklappe gibt, ist das doch 4-mal mehr. Und da bin ich manchmal etwas überfordert. Beim IBI 5000 finde ich die Lösung des Oktavwechsels hingegen relativ spektakulär, nämlich mit sogenannten Oktavrollen hier. Und man muss sich tatsächlich ein wenig daran gewöhnen. Inzwischen bin ich aber der Meinung, dass das wirklich eine sehr gute Lösung ist. Ich fühle mich sogar wohler als mit den 4 Oktavknöpfen beim Aerophone AE10. Das IBI 5000 hat nämlich eine Standardposition. Es gibt 2 dieser Rollen, die haben eine leicht geriffelte Struktur und die übrigen Rollen sind glatt. Und wenn ich dann die Oktave wechsle, dann
rutsche ich einfach mit dem Daumen nach oben oder nach unten. Und es spielt dann auch keine Rolle, ob ich noch weiß, auf welcher Höhe ich überhaupt bin. Wenn ich eine Oktave wechseln bin, rutsche ich einfach nach unten oder nach oben. Das Problem, den richtigen Knopf zu drücken, hat man hier also aus meiner Sicht weniger als bei den Oktavknöpfen des Aerophone AE10. Das waren nun also 3 grundlegende Unterschiede zwischen dem Aerophone AE10 und dem EV5000. Erstens das unterschiedliche Mundstück. Zweitens die Frage, ob es mechanische Tasten sind oder berührungsempfindliche Tasten. Und drittens das Tastenlayout und damit verbunden auch die Frage, wie du die Oktave wechselst. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video das Aerophone AE10 und das EV5000 etwas näher bringen. Ich freue mich, wenn du wieder einmal auf meinem Kanal vorbeischaust. Für heute war es das aber. Auf Wiedersehen.